Namaste. Schön, dass du da bist. Zu meiner ganz persönlichen Relax-Stunde heute, zu der ich dich gerne mit einlade. Ich habe es mir heute hier gemütlich gemacht. Ich habe mir eine Duftkerze angemacht mit Lavendel. Ich habe mir einen guten Abendtee gekocht mit Lavendel und Hopfen und habe Wohlfühlklamotten angezogen, ein Schlapperpulli, an dem ich gleich nach der Stunde einfach auf mein Sofa verschwinden kann. Du brauchst heute Kissen, Decke, Blöcke, wenn du hast. Nochmal eine Decke für deine Unterlage, wenn du magst, um es dir noch gemütlicher zu machen. Wir beginnen in der Stellung des Kindes mit geöffneten Knien. Lehn dich entspannt nach vorne und leg deinen Kopf ab. Schau, dass das Gesäß bei den Fersen bleibt. Wenn du möchtest, kannst du dir gerne ein Kissen oder eine Decke zwischen Gesäß und Ferse setzen, sodass du dein Becken, dein Gesäß loslassen kannst. Und wenn du etwas unter deinen Kopf möchtest, einen Block oder ein Kissen, sodass der Kopf nicht zu sehr hängt, kannst du auch hier dir etwas zur Hilfe nehmen. Deine Arme sind ganz locker nach vorne ausgestreckt. Und dann schließe deine Augen. Lass deinen Atem ganz frei fließen, so wie er jetzt im Moment kommen und gehen mag. Und mit jedem Atemzug komme mehr und mehr im Hier und im Jetzt an. Entspanne deine Kiefer, entspanne deine Gesichtshaut und entspanne auch deine Gedanken. Dann heb deinen Kopf etwas ab und lauf mit den Händen hinüber zu deiner rechten Seite. Ganz weit nach rechts ziehen. Wenn es nicht mehr weitergeht nach rechts, leg deine linke Hand auf deine rechte Hand. Lass den Kopf zwischen den Oberarmen.
Achte auf dein Gesäß, es bleibt auf den Fersen. Und dann beginne jetzt etwas tiefer zu atmen, sodass du mit der Einatmung deine linke Flanke öffnest, deine linke Körperhälfte. Und mit der Ausatmung weicher werden kannst. Und lauf mit den Händen hinüber zu deiner linken Seite. Und über die Mitte, Gesäß bleibt bei den Fersen, ganz weit nach links. Und wenn es nicht mehr weitergeht nach links, leg deine rechte Hand auf die linke. Atme hier in deine rechte Seite hinein. Ein- und der Ausatmung sind tiefer geworden. Fast von ganz allein. Der Einatmen weitet dich und der Ausatmung entspannt dich. Und lauf mit den Händen zurück zur Mitte. Und sinke noch einmal hier in die Vorwärtsbeuge hinein. Heb den Kopf etwas ab und krabbel mit den Händen nach hinten und richte deinen Oberkörper auf. Und dann setz dich über eine Seite ab und streck deine Beine nach vorne aus. Schieb deine Fersen nach vorne. Setz dich einmal aufgerichtet hier, lange Wirbelsäule. Und dann beug dein rechtes Knie und bring deinen rechten Fuß in die Innenseite deines linken Oberschenkels hier. Du kannst dir, wenn du möchtest, ein Kissen unter dein rechtes Knie nehmen, ganz entspannt hier. Oder du hast gerne
gerne einen Block und den Block kannst du in die Innenseite deines linken Beines stellen. Vielleicht hast du auch ein Kissen oder etwas, was etwas höher ist. Und jetzt lass den linken Fuß ganz entspannt nach außen sinken. Wir gehen in die Yin-Variation von Asana in die Vorwärtsbeuge mit runden Rücken hinein. Dazu lass dich ausatmen, nach unten sinken. Du kannst jetzt den Kopf auf den Block ablegen oder auch den Kopf auf das Bein. Schau, wie es für dich möglich ist hier, um wirklich loszulassen. Leg deine Arme neben deinem Bein ab und wenn die Hände am Boden sind, dann dreh auch deine Handflächen nach oben. Richte dich bequem in diese Position hinein. Und dann ganz bewusst mit der Ausatmung alles gehen zu lassen. Alle Anspannung. Ganz langsam wieder nach oben auf. Streck das rechte Bein entspannt nach vorne. Beug das linke Bein mit dem linken Fuß an die Innenseite deines rechten Oberschenkels und unterstütze dein Knie gerne mit dem Kissen, sodass das Bein, die Hüfte ganz entspannt bleiben kann. Dein rechter Fuß darf wieder ganz entspannt nach außen fahren. Wenig Spannung, muskuläre Spannung im Bein. Gerne wieder deinen Block, deine Unterlage, deine Stütze in die rechte Innenseite. Und dann lass dich ausatmen, wieder nach vorne sinken. Leg den Kopf ab auf deinen Block, auf deinem Bein. Deine Arme am Boden sind, dreh die Handflächen wieder nach oben. Und achte auf deine Schultern, die bleiben hinten. In dein Gesicht, in deine Kiefer und entspanne hier.
langsam wieder nach oben auf. Dann beug das rechte Bein mit dazu, komm in einen Sitz mit gekreuzten Beinen. Das rechte Bein ist nicht dein Lieblingsbein, das nach vorne kommt. Dann wechsel einfach deine Beine aus, sodass du bequem sitzen kannst. Vielleicht etwas erhöht auf eine gefaltete Decke, gerne deine Knie unterstützt mit dem Kissen. Schau, was für dich wieder angenehm ist. Schau, wie du für dich loslassen kannst. Deine Hände liegen ganz entspannt auf den Knien. Deine Schultern sinken weich nach hinten und nach unten. Deine Gesichtszüge entspannen sich. Mit der nächsten Einatmung heb dann deine Arme nach oben. Schau den Händen nach und ausatmen. Bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, nimm deine Arme nach oben. Und im Ausatmen dann deine Arme nach unten. Deine linke Hand kommt zum Boden. Und einatmen, zieh deinen rechten Arm über dein rechtes Ohr. Der Blick geht weiterhin etwas entspannt nach unten, dass dein Nacken entspannt bleiben kann. Wenn es unangenehm ist für den Arm, bring deine Hand an deinen Hinterkopf und öffne aber den Kopf nach hinten, nicht nach vorne drücken. Schultern bleiben entspannt weg von den Ohren. Gar nicht zu viel wollen hier. Wenn du magst, kannst du dir hier unterstützen, vielleicht so ein Kissen, die Achselhöhle, unter die Achsel. Zieh dich auch wieder langsam nach oben und wechsel ohne Eile die Seite. Bring die rechte Hand nach unten und dann zieh deinen linken Arm über dein linkes Ohr. Auch hier kannst du dir das wieder bequem einrichten. Rechtes Kissen unter deine Achsel. Ein bisschen abstützen hier. Die geht eher nach unten. Hier gar nicht zu viel wollen, den Atem wahrnehmen. Und spüren, wie du mit der Ausatmung etwas mehr loslassen kannst. Ohne Eile, komm wieder zurück, der linke Arm zieht nach oben, der rechte Arm geht einmal mit dazu. Und dann schließe die Hände und bring deine Hände vor das Herz. Damit auch deine zweite Hüfte oder deine
Andere Hüfte sich etwas öffnet, Hälfte. Wechsel jetzt die Beine ein. So ein bisschen unangenehmer hier. Und dann krabbel ganz weich mit den Händen nach vorne. In deine Vorwärtsbeuge mit runden Rücken hinein. Auch hier kannst du dir wieder eine Unterlage schnappen, einen Block, ein Kissen, um deinen Kopf abzunehmen. Schau, dass du deinen Kopf loslassen kannst, in einer Art und Weise, ihn abzulegen, auf dem Boden, auf dem Block, auf dem Kissen. Und auch hier, wenn deine Arme, deine Hände auf dem Boden sind, dreh die Handflächen nach oben. Und lass dich mit jeder Ausatmung ein Stück mehr in die Vorwärtsbeuge und in die Entspannung hineinsinken. Deine Handflächen nach unten. Krabbel mit den Händen langsam zurück, um den Oberkörper aufzurichten. Dann stütz dich ab und komm auf deine Knie. Jetzt bring dein rechtes Knie vor dein linkes Knie. Den Unterschenkel und das Knie vor dein linkes, sodass jetzt deine Knie voreinander stehen. Öffne deine Unterschenkel V-förmig, um dich dann mit der Ausatmung zwischen deine Füße abzusitzen. Merkst du, die Spannung ist zu stark und das Gesäß will nicht zum Boden kommen. Hast du auch hier wieder eine Möglichkeit, dich auf den Block abzusetzen oder auf dem Kissen. Schau, was für dich möglich ist. Nur so ein bisschen höher kommen mit dem Gesäß. Schau, dass die Knie übereinander sind. Vielleicht kannst du sogar die Füße in eine Linie bringen, also das rechte Bein etwas weiter nach hinten ziehen. Schließe für einen Moment deine Augen. Lass dein Becken, dein Gesäß ausatmen, schwer erdend nach unten sinken. Atme gut in die Dehnung hinein.
mal deinen Oberkörper nach vorne sinken. Einfach hier mit den Händen entspannt mit nach vorne. Und werde rund hier. Ganz langsam komm wieder nach oben. Und dann streck die Beine nach vorne aus. Nimm deine Beine etwas auseinander und deine Füße dürfen auch nach außen kippen. Und wir kommen wieder mit dem runden Rücken nach vorne in eine Vorwärtsbeuge hinein. Wieder dein Block, wieder dein Kissen. Schau, was für dich möglich ist. Um jetzt mit runden Rücken wieder nach vorne zu kommen und den Kopf abzulegen. Auch hier, wenn deine Arme, deine Hände auf dem Boden sind, dann dreh die Handflächen wieder nach oben. Entspanne dein Gesicht und entspanne vor allem deine Gedanken. Lass los, werde weicher und entspanne. Ganz langsam nach oben. Dann nimm deine Beine über eine Seite und komm wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand. Und jetzt dein linkes Knie vor das rechte zu bewahren und den Unterschenkel nach vorne, sodass das linke Knie jetzt vor deinem rechten Knie ist. Öffne deine Unterschenkel V-förmig, sodass du Platz hast, zwischen deine Beine, deine Füße nach hinten abzusitzen. Ja, auch hier, wenn du merkst, das Gesäß möchte nicht ganz zum Boden kommen oder deine linke Gesäßhälfte hebt sich ab, dann setz dich etwas höher. Kissen, Decke, Block. Schau, wie es dir geht. Deine Knie sind wieder übereinander. Wenn du kannst, bring deine Füße in eine Linie. Lass das Becken wieder schwer nach unten sinken. Deine Wirbelsäule ist lang. Deine Schultern entspannt.
dich wieder langsam nach vorne über deine Beine sinken. Nimm deine Hände mit nach vorne, um dich ganz leicht abzustützen. Deine Schultern bleiben hinten, das Gesäß bleibt geerdet. Nach oben und streck nacheinander deine Beine wieder aus. Noch einmal kommen wir in die Vorwärtsbeuge. Öffne leicht deine Beine, deine Füße ganz entspannt. Gerne wieder Block oder Kissen. Und ausatmen, lass los und lass dich wieder nach vorne sinken. Deine Handflächen dreh wieder nach oben. Entspannte Finger, entspannte Füße, entspannte Zehen. Deine Schultern bleiben hin. Ganz langsam nach oben. Und deine Hilfsmittel zur Seite. Kreuze deine Beine. Und setz dich für einen Moment aufgerichtet. Und wenn du magst und wenn du hast, schnapp dir dein Tee, dein Getränk. Genieße einen Schluck. Und dann roll dich ganz langsam nach hinten auf deine Matte ab, in deine Rückenlage. Vielleicht die Decke, die du brauchst,
schon im Griffnähe. Halte dich an den Oberschenkel fest, oder stütz dich mit den Unterarmen ab. Komm langsam auf deine Matte. Und dann bring deinen rechten Knöchel auf deinen linken Oberschenkel und schieb dein rechtes Knie etwas weiter nach vorn. Greif mit deiner rechten Hand durch das gebildete Fenster, greif mit deiner linken Hand deinen rechten Oberschenkel und nimm das Bein ganz nah zum Oberkörper. Entspanne deine Schultern, lass den Nacken lang, Atem fließt. Und mit der nächsten Einatmung, die kommt, streck das linke Bein nach oben, schieb die Ferse nach oben. Öffne deine Beinrückseite, achte auf das rechte Knie, dass es nicht so sehr Richtung Schulter fällt. Nacken lang, Schultern entspannt, Kiefer und Gesicht weit. Ausatmen, stell den linken Fuß ab, stell den rechten Fuß dann mit dazu. Bring deinen linken Knöchel auf den rechten Oberschenkel, schieb das linke Knie ein Stück weiter nach vorn. Greif mit deiner linken Hand durch das gebildete Fenster, greif mit beiden Händen an deinen rechten Oberschenkel. Und zieh das rechte Bein nah zum Oberkörper. Schultern, Nacken, Kiefer wieder entspannen. Atem fließt. Einatmen, streck dann dein rechtes Bein nach oben, schieb die Ferse nach oben, öffne deine Beinrückseite.
Achte auf das linke Knie, dass es nicht zu sehr Richtung Schulter fällt. Mit der Ausatmung stell deinen rechten Fuß auf, stell den linken Fuß auf und dann streck dich einmal ganz weit auf. Streck die Beine, streck die Arme über den Kopf. So ein bisschen regeln hier. Dann richte dich langsam ein zum Liegen. Wir beenden die Stunde nicht mit Shavasana, sondern in einer Meditation. Aber jetzt für einen Moment komm in deine Rückenlage und versuche ganz bewusst für einen Moment in die Stille und in die Ruhe zu kommen. Deck dich zu. Und schau, dass du so symmetrisch wie möglich liegst, deine Beine gleich weit voneinander entfernt. Das Gesäß noch mal ein Stück anheben, Richtung Füße schieben und dann wieder ablegen. Leg deine Arme mit weiten Achselhöhlen ab. Bring deine Handflächen nach oben. Entspanne deine Schultern. Das Kinn etwas zur Brust heran, sodass der Nacken lang und entspannt bleiben kann. Dann schließe deine Augen mit einer Ausatmung. Deine Kiefer entspannen sich. Deine Gesichtshaut kann sich entspannen. Die Stirn wird glatt. Und auch die Kopfhaut entspannt sich. Lass das Gewicht des Kopfes los. Nacken und Hals können sich entspannen. Die Schultern liegen breit und entspannt auf. Arme, Hände und Finger entspannen sich. Der Brustkorb sinkt weich zurück. Obere Rücken und untere Rücken können loslassen. Die Bauchdecke entspannt sich. Gesäß und Becken sind entspannt. Die Oberschenkel und die Unterschenkel entspannen sich. Und
Alle Anspannung in den Füßen kann gehen. Finde deine Ruhe hier, einen ganz persönlichen Entspannungsmoment. Die Gedanken lass gehen, alle Anspannung lass gehen. Alle Äußerlichkeiten lass gehen. Versuche mit so wenig Bewegung wie möglich und mit geschlossenen Augen über deine rechte Seite zu rollen, um so in eine für dich bequeme Sitzposition hineinzukommen. Nimm dir die Decke über deine Oberschenkel, über deine Beine, über deine Schultern, wie es jetzt für dich am angenehmsten ist. Lass dein Becken ganz schwer geerdet nach unten sinken. Leicht etwas erhöhter sitzen auf dem Kissen, auf der Decke. Leg deine Hände ganz entspannt auf deinen Knien, auf deinen Oberschenkel oder deinem Schoß ab. Lass deine Schultern entspannt nach hinten und nach unten sinken.
Spüre noch einmal in deine Sitzposition hinein. Wenn du etwas ändern möchtest, dann mach es jetzt. Mit der nächsten tiefen Einatmung und darauf folgenden tiefen Ausatmung komm in die Bewegungslosigkeit. Nimm den Bewegungsdrang deines Körpers gar nicht mehr wahr. Wenn es irgendwo kitzelt oder zwickt, atme es aus. Und dann richte die Aufmerksamkeit zu deiner Nasenspitze. Nehme hier den ein- und ausströmenden Atem ganz bewusst wahr, ohne den Atem zu verändern, ohne irgendetwas zu wollen. Begleite den Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit zu deinem dritten Auge, dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und dann lass hier die Affirmation entstehen. Ich bin ruhig und vollkommen entspannt. Ich bin ruhig und vollkommen entspannt. Diesen Satz wiederhole in deinen Gedanken. Ich bin ruhig und vollkommen entspannt. Nur dieser Satz, nichts anderes. Ich bin ruhig und vollkommen entspannt.
bin ruhig und vollkommen entspannt. Nehme wahr, wie du ruhig und vollkommen entspannt bist. Bring deine Hände in Sanjali Mudra vor deine Stirn. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Namaste. Danke, dass du mich auf meiner ganz persönlichen Entspannungsstunde begleitet hast. Mach's dir gemütlich zu Hause. Ich gehe jetzt nach Hause auf mein Sofa, trinke vielleicht noch einen Tee, vielleicht auch ein Glas Wein und lasse den Abend ausklingen und starte in das Osterwochenende. Macht's gut. Bis morgen vielleicht.